Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Und in diesem Teil meiner Krita-Serie schauen wir uns mal den Live-Modus an. So, ich habe Krita schon hochgefahren. Ich mache mir eine Canvas von 1024 x 768 jetzt. Da ist sie auch schon. Und ja, wer sie noch nicht gesehen hat, es gab schon 3 weitere Tutorials vor diesem hier. Ruhig mal reingucken, da lernt man auch was dazu. Aber heute machen wir hier den Bereich Live und der ist wirklich, wirklich cool. So, als allererstes, ich packe mal einen neuen Paint Layer hinzu, damit wir auf diesem malen können. Was hat jetzt dieser Live-Modus hier zu bieten? Wir haben einen Play- und Pause-Button hier an der Stelle. Wir haben einen Record-Modus, da gehe ich nicht drauf ein, der ist für Keyframes und Animations. Wir haben einen Apply-Button, der unser Resultat direkt auf unseren Layer setzt, und wir haben einen Apply-Button, der einen neuen Layer mit dem Resultat erzeugt. So, ich bleibe im Albedo Base. Was ich jetzt schon weiß, ist, wir müssen die Stärke von Stable Diffusion ein bisschen hochdrehen. Ich gehe mal erstmal auf 67% und ich würde gerne einen magischen Wald erschaffen, oder ein Bild eines magischen Waldes natürlich, um ganz präzise zu sein. Und das werden wir jetzt mal versuchen hier im Live-Modus. So, ich nehme den Prompt Magical oder A Wonderful Magical Forest. Sage hier aber noch Watercolor Painting Off. Nehmen wir Watercolor? Wir nehmen mal Watercolor Painting. Nee, wir machen es diesmal nicht. Wir bleiben bei Watercolor Painting. Lassen wir diesmal aus. Wonderful Magical Forest, Fantasy. So, wir gucken mal, was Albedo Base mit diesem Prompt anfangen kann. Ich nehme mir schon mal einen Brush, und zwar, dann nehme ich ganz gerne hier immer diesen Pinsel. So, der ist so groß ungefähr. Können wir hier oben in der Size natürlich noch anpassen. Ich lasse ihn jetzt aber erstmal und drücke hier einfach diesen Play-Button. So. Was jetzt im Hintergrund passiert ist, es wird der ComfyUI Workflow geladen, es wird auf unsere Canvas hier geschaut, was wir da alles so zaubern, und wir werden gleich hier unten Bildvorschläge bekommen, beziehungsweise ein Bild. An der Stelle hier im Live-Modus, der Seed ist fixed. Wenn ihr hier einen neuen Seed haben wollt, also ihr könnt ihn natürlich erstmal eingeben, oder ihr macht einen neuen Seed hier mit diesem kleinen Würfel-Icon, falls euch das Bild nicht passt. Vielleicht kommen wir dazu, vielleicht auch nicht. Der Seed ist random, ich weiß auch nicht, welches Bild uns gleich kredenzt wird hier. Weiterhin, hier können wir auch mit Regions arbeiten und mit LoRa's, aber das machen wir jetzt nicht. Vielleicht dann im LoRa, nicht mit LoRa's, Entschuldigung, mit ControlNets meine ich. Das machen wir dann im ControlNets-Video, jetzt aber nicht. So, wir wollen einen wunderschönen Wald haben. Ich fange mal an mit, ich möchte eine relativ dunkle grüne Wiese haben und fange mal an, hier uns eine Wiese zu malen. So, wir gucken kurz. Wir sehen hier schon, es kommt hier ein Wald raus. Das ist noch nicht ganz korrekt. Wir geben ihm jetzt nochmal ein paar mehr Infos, dass wir die Bäume haben wollen. Und dann mache ich den Brush ein bisschen kleiner für und fange mal an, hier so uns ein paar Bäume hinzumalen. So. Könnte den noch einen Ticken kleiner machen. Auch hier hinten mal noch so ein Baum. Hier vorne hätte ich auch noch gerne einen etwas dickeren Stamm. So. Und vielleicht hier noch einen kleinen, weiter hinten. Und hier noch am Rand so ein bisschen. So, jetzt haben wir schon mal eine Wiese und Bäume. Als nächstes werde ich ihm ein bisschen Blätterzeugs kredenzen. Das heißt, wir machen das wieder hoch hier und setzen mal hier so ein paar Blätter. Ich klicke hier einfach nur so. Das heißt, wir machen mal ein Blattdach hier oben rein. Mal so ein bisschen hier rumklicken. Kann ruhig ein bisschen größer werden. So. Das geht ja schon. Ich gehe nochmal eben auf das Braun. Rechtsklick öffnet dieses Fenster hier. Gehe nochmal auf Braun
und möchte hier noch ein paar Äste hinzufügen. Kann auch hier mit der Opacity ein bisschen runtergehen. Vielleicht zu weit. Hier so ein paar kleine Äste haben. Einfach irgendwie so wild rumgemalt, damit wir ein bisschen einfach nur unsere Komposition hinkriegen. So, für den Hintergrund, was war denn unser Grün? Wir nehmen das Grün wieder. Diesmal möchte ich aber ein dunkleres Grün haben und werde jetzt einmal hingehen und hier hinten zu groß ein bisschen alles dunkler malen. Die Lücken, damit wir auch ein bisschen Hintergrund kriegen. So, und ich möchte ein wenig in den blauen Bereich oben gehen, aber mit weniger Opacity. Wir gucken mal eben, ob wir hier so ein bisschen die Lücken füllen, um so ein bisschen Himmel anzudeuten. So, wir können aber noch einmal mit ganz wenig Opacity generell einmal hier oben ein bisschen drüber malen, um vielleicht so einen Hauch von Nebel oder sowas zu erzeugen. Ja, und das funktionierte schon ziemlich gut, oder? Finde ich auch. Jetzt hätte ich gerne noch einen kleinen Teich. Und zwar hier unten. So, ich male uns mal einen Teich hier hin. Gucken, ob er das versteht. Ja. Sieht schon so aus. Und irgendwie vielleicht mit einem kleinen Flusslauf, der so von hier hinten hier so reinläuft. Gucken, ob er es kapiert, was wir hier vorhaben. Ja, grob schon. Ja, so sieht das doch ganz gut aus. Sieht das ein bisschen aus wie unter Wasser, aber ganz okay. So, ich sage jetzt mal, ich möchte das als neuen Layer hinzufügen. Kann hier mal Pause drücken, damit wir nicht die ganze Zeit generieren müssen. Und da haben wir unser Bild. So, das war der Entwurf. Das ist unser Bild. Stable Diffusion hat sich dran gehalten. Sehr schön, sehr nice. Das behalten wir jetzt so. Okay, als nächstes möchte ich jetzt, so, wir machen einen neuen Paint Layer und sage jetzt mal, das sieht übrigens jetzt mistig aus, ne, weil er nochmal auch drüber denoised. Ich ändere erstmal den Prompt und sage, an unicorn standing in a wonderful magical forest Fantasy. So, wenn ich jetzt Play drücke, dann wird unser Bild natürlich wieder denoised. Und das wollen wir ja nicht. Ich gehe jetzt erst einmal hin und wähle eine typische Einhornfarbe aus, sage Opacity 1 und wir gucken mal die Größe des Brushes. So, ich möchte, dass unser Einhorn jetzt in etwa hier so steht. Das ist mir noch ein bisschen zu groß. So, wo packen wir denn unser Einhorn mal hin? Ich würde sagen, hier so. So, ein Rumpf. So. Dann kommt hier der Schwanz. Und hier noch so ein paar Beine drunter. So. Ne, man merkt schon, ich muss da kein großer Künstler für sein. Und hier ist natürlich das Horn. So. Jetzt macht er natürlich das ganze Bild. Was ich jetzt einfach machen kann, ist, ich kann jetzt hingehen und sagen, ich möchte mit dem Freihandlasso einmal hier den Bereich markieren, in dem ich unser Einhorn haben möchte. So. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass er nur noch den maskierten Bereich denoisen wird. Das Einhorn gefällt mir nicht. Wir nehmen mal andere Seeds. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ein bisschen wie ein Schaf hier hinten. Probieren nochmal einen anderen Seed. Ja, komm schon. Wahrscheinlich müsste ich hier nochmal ein bisschen unser Einhorn ein bisschen nachzeichnen. Vielleicht machen wir das mal
Ich weiß jetzt auch nicht, wie so ein Einhorn so genau aussieht. Wie gesagt, ich bin eigentlich künstlerisch überhaupt nicht begabt. Oh, das ist aber ein dickes Einhorn. Ich gehe mal hier eben in den Eraser-Modus rein und lösche hier unten wieder ein bisschen was raus. So. Neuen Seed. Wir bleiben bei dem Einhorn. So, ich sage jetzt, ich nehme erstmal wieder den Pfeil und sage, okay, als neuen Layer hinzufügen. Mache hier wieder Pause. Und wir sehen jetzt, wir haben einmal das Bild, achso, das ist unser Paint Layer. Wir haben einmal das Bild jetzt ohne Einhorn und einmal mit Einhorn. So, wenn ich einmal die Selection jetzt wegmache, mit hier oben Deselect, dann ist das hier ein bisschen unschön geworden, ne? Das ist übrigens ein Wolleinhorn geworden, ne? Falls ihr es nicht kennt. Sehr selten. Wolleinhörner sind noch seltener als normale Einhörner. Wir können froh sein, dass wir das jetzt gekriegt haben. Nichtsdestotrotz, um den Hintergrund wieder ein bisschen aufzuräumen, können wir jetzt hier hingehen, rechte Maustaste, Add Transparency Layer und das gibt uns eine Transparency Mask. Bei Masken ist es wie immer, ne? Weiß ist zeigen, schwarz ist verstecken. Das heißt, wir gehen nach schwarz und ich nehme mal einen anderen Brush und zwar diesen hier, der ist viel zu groß. So. Ja, doch noch immer zu groß. So, genau. Und jetzt zeichne ich einmal ein bisschen um das Einhorn hier rum. So, ein bisschen aufpassen, dass wir vom Einhorn nichts wegmachen. Aber, ne, da kann man sehr gut sehen, dass ich das Einhorn jetzt ein bisschen besser noch in unser Bild einbetten kann. So, auch hier unten mal der Bullerbauch. So. Dadurch stellen wir wieder ein bisschen mehr unseres ursprünglichen Bildes her. Kann man noch einmal ein bisschen mit einem kleineren Brush hier so die Ecke auch noch einen Ticken schöner machen. So, und hier unten war, glaube ich, auch noch irgendwo was. Hier am Bauch, der Farn hier ein bisschen mehr. So. Kann man damit arbeiten? Damit kann man arbeiten, ne? Sehr schön. Also, wir haben jetzt unser Einhorn hier platziert. Wir haben den Layer gemacht. Das Schöne an der Sache ist, ich könnte ja jetzt auch hingehen und mir diesen Layer wieder nehmen. Ich kann sagen, ich nehme mal ein Rectangle-Maskierungswerkzeug. So, gehe wieder in die AI Image Generation, sage starten und möchte jetzt einfach dieses Einhorn, habe ich den Layer markiert? Nein, der Paint Layer muss es sein. Ich möchte das Einhorn jetzt einfach da haben. So, und einmal Transform, Mirror Horizontally und mein Einhorn jetzt da einfach ins Wasser stellen. Das macht jetzt gerade keinen Sinn, aber das ist ja auch wurscht. Ich könnte es aber auch einfach kleiner machen und zum Beispiel da hinten in den Wald platzieren. So, warte mal, ich mache mal eben Apply, damit er die Maskenaktualisierung wieder kriegt. Ja, gut, das ist jetzt, ja, es passt nicht mehr so ganz, ne? Ihr seht's. Aber der Grundgedanke dahinter kommt, glaube ich, raus. Ne? Ich kann einzelne Elemente jetzt auch wieder platzieren, wie ich möchte. So, wir nehmen aber unser Einhorn hier. Und was ich jetzt auch noch machen kann, ich könnte jetzt natürlich auch noch weitere Elemente hinzufügen. Aber dadurch, dass wir hier in einem Bildbearbeitungsprogramm sind, kann ich natürlich auch jetzt sagen, ich möchte einmal einen neuen Layer from Visible, damit ich alle Elemente hier sehe. Ne, es ist nur noch ein Layer jetzt und jetzt gehe ich einmal hin, mache mir hier eine Add Filtermask. Nein, keine Filtermask. Ich möchte eigentlich nein, ich möchte auch keinen Paint Layer. Ich habe mich verklickt. Ich möchte eine Filtermask haben und sage damit Adjust und zum Beispiel, wo sind hier Color Adjustment. So, jetzt kann ich hingehen und sagen, ich möchte hier ein bisschen mein Bild nochmal anpassen. Highlights ein bisschen mehr. Auch da bin ich nicht so der
der Profi. Einfach mal so, dass wir es ein bisschen besser haben. Und jetzt könnte ich hier wieder in der AI Image Generation, wenn ich mit meiner Komposition fertig bin, gehe ich wieder auf Generate und sage zum Beispiel, ich möchte einmal ein, sagen wir 43% Denoising drüber laufen lassen. Dann können wir mal gucken. Ist da irgendwas bei, was wir verwenden können? Nein, nicht wirklich. Das würde ich tatsächlich nochmal versuchen. Ich sag mal Clear History. Da gefällt mir nichts von. Da finde ich unser Original schöner. Aber ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Was wir auch machen könnten, ist, wir könnten hingehen und sagen, wir wollen jetzt nochmal noch eine weitere Filtermaske, zwar hier hinzufügen. Filtermaske, und zwar nehmen wir da jetzt diesmal nicht Adjust, sondern Other Random Noise. Und wir geben dem Ganzen nur eine Opacity von, sagen wir, 10%. Okay. Jetzt könnten wir nochmal hingehen und sagen, nochmal refinen, vielleicht auch ein bisschen weniger. Ne, da brauchen wir ein bisschen mehr mit mehr Noise, sagen wir mal 50%. Im Prinzip haben wir jetzt hier gerade eine Noise Injection nochmal gemacht. So. Gucken wir mal. 10% war vielleicht schon zu viel. Er pusht es auch gerade so ein bisschen ins Reelle rein. Watercolor Painting off. Ich meine, Watercolor Painting hatten wir eben weggelassen, weiß ich schon. Aber damit es ein bisschen mehr drin bleibt. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Ich nehme mal das, sage Apply, dann kriegen wir sowieso einen neuen Layer. Das heißt, wir können auch wieder zurückgehen auf unser altes Bild. Was wir auch machen können, ist natürlich jetzt, wir könnten hingehen und sagen, wir möchten das Ganze jetzt einmal hochskalieren. Also ein Upscale machen. Auch da könnten wir nochmal sagen, Add Filter Mask Random Noise. Sagen wir mal ein bisschen weniger als eben. 5%. Okay. Gehen hin. Sagen, wir möchten Upscale machen. Ich nehme den Remark-Riemen, aber nur mit 1,5. Und wir gehen mit einem, da brauchen wir auch ein bisschen mehr tatsächlich. Immer wenn Noise Injection ist, müssen wir ein bisschen mehr haben. Aber hier können wir auch nochmal auf 75% hochgehen. So, ich probiere hier einfach ein bisschen aus. Und wir sagen Upscale. Unser Bild ist schon größer geworden. Und da haben wir es bekommen. Das ist jetzt unser hochskaliertes Bild. Und von da aus könnten wir auch weiterarbeiten und noch weitere Dinge ersetzen, austauschen, hinzufügen. Dieser Live-Mode ist wirklich sehr, 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 sehr nice. Ne? Und er funktioniert auch mit, also wie als würdet ihr ein normales Denoising machen auf das, was ihr gezeichnet habt. Es gab auch Möglichkeiten im Comfy UI, Female Assassin Wearing a Dark Coat. Auch hier sagen wir mal Live-Modus, Stärke 83%, und jetzt könnten wir hier auch wieder starten. Da werde ich nicht so viel Mühe geben jetzt wie im Magical Forest, aber wir könnten jetzt sagen, okay, das hier ist jetzt der Code. So. Ne, wir malen einfach mal so ein bisschen und wir sehen schon, da kommen schon die ersten Ergebnisse raus. Wir nehmen mal hier so ein bisschen Hautfarbe und sagen, hier ist so das Gesicht, hier so ein Stückchen Hals. Dann kommt vielleicht hier irgendwie ein farbiges Coat darunter nochmal. So. Wir ziehen das noch ein Stückchen weiter runter. Ich kann es nochmal größer machen. So, und somit können wir dann so ein bisschen die Komposition steuern und auch sagen, wie dann der Hintergrund aussehen soll. Wenn wir jetzt mal hier irgendwie so ein paar schöne Farbverläufe oder sowas kredenzen möchten, können wir das machen. Und wir können auch den Prompt erweitern. Abstract Painting in the Background oder sowas.
Dann sagen wir einfach Plus. Und auch so haben wir relativ schnell ein schönes Bild erzeugt. Ich kann den Layer nochmal eben muten, wollte ich sagen. Kann man muten sagen? Kann man, ne? Also ausblenden, nehmen wir einen anderen Seed und wir kriegen natürlich auch ein anderes Bild dann kredenzt, vorausgesetzt wir starten mit Play. Ja, und so könnte man jetzt hingehen und sich seine Bilder komponieren und dann nach und nach erweitern und ja, Elemente hinzufügen, ne? Einen neuen Layer hinzupacken, das Ganze mal maskieren, dann ja, nur im maskierten Bereich was Neues zeichnen. Ihr könnt den maskierten Bereich oder das, was auf diesem Layer ist, hin und her schieben, gucken, wie es sich verhält. Ihr könnt zwischendurch die Models wechseln. Also so, um eine Komposition von Bildern zu bekommen, ist das wirklich ein richtig, richtig cooles Tool. Und damit kann man sich so den Grundgedanken zusammenbasteln, finde ich, und von da aus dann weiterarbeiten und halt auch kombinieren mit den anderen Tools hier, wie zum Beispiel vielleicht auch ein In-Painting dann machen, ohne selber was zu zeichnen, sondern sich dann in kleineren Bereichen von der KI wieder überraschen lassen, was sie einem erzeugt, oder halt ja, später dann noch mit Control-Nets und oder Regions arbeiten. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem Feature, wie ich es habe. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das wird dann Animation, weiß ich nicht, ob ich das nach hinten skippe. Das ist wirklich nicht so toll, aber vielleicht der Graph. Ich schaue mal, ihr werdet es ja herausfinden. Viel Spaß auf jeden Fall bis dahin. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.